Hallo meine Lieben, heute wie gesagt gleich noch ein zweites Video und da geht es darum, die Plotter-Software miteinander zu vergleichen, das heißt Plotter, Cricut und die von Silhouette. Mehr dazu gleich nach dem Intro. In diesem Video, wie gesagt, die Übersicht über die Plotter-Software und ich werde da auch nicht ins Detail reingehen, weil dafür habe ich eigens dafür gemachte Videos erstellt. Einerseits für den Canvas Workspace, für den Cricut Design Space und für das Silhouette Studio. Da findet ihr die am einfachsten, wenn ihr bei mir einfach auf die Playlist geht, weil da habe ich auch eigene Playlist für diese Software oder auch für die entsprechenden Plotter dazu gemacht. Bei den Brother-Plottern arbeitet ihr mit dem Canvas Workspace. Der ist frei zur Nutzung, da bezahlt ihr nichts Zusätzliches. Bei der Cricut, da arbeitet ihr mit dem Cricut Design Space auch. Der ist in der Grundfunktionalität gratis. Den könnt ihr, also alle drei könnt ihr sogar runterladen, ohne dass ihr ein Gerät dazu habt. Könnt dann einfach nicht wirklich viel damit anfangen. Beim Cricut Design Space, da muss ich sagen, ist im Moment so ein bisschen der Wurm drinne. Ich habe seit Monaten die Herausforderung, dass ich da Probleme mit der Stabilität der Software habe. Das heißt, beim Öffnen werden oftmals die Projekte nicht geladen oder mein Cricut Access wird nicht geladen. Wenn ihr das auch habt, das hilft, wenn ihr die Software halt einfach schließt, wirklich ganz schließt und dann wieder öffnet. Manchmal muss man das sogar zweimal machen, aber dann sollte es euch die Sachen laden. Silhouette Studio, die Basic Edition ist frei, aber ihr könnt da auch weitere Editions kaufen, die dann auch mehr Funktionalität haben. Wenn ihr hier auf www.silhouetteamerika.com geht, dann könnt ihr auf die Software gehen, Get Software und dann Silhouette Studio, mehr Infos und dann könnt ihr hier, steht Click here for Silhouette Studio Features und dann bekommt ihr eine Übersicht. Im Moment wird es ein bisschen komisch geladen, eigentlich hätte es irgendwo hier. Ne? Basic Edition ist die erste Reihe, Designer Edition $50 die zweite, Designer Edition Plus $74 oder $75 ist die dritte Reihe und dann Business Edition ist für $100 ist dann die vierte Reihe. Und da seht ihr dann, welche Funktionalitäten in welcher Edition zur Verfügung stehen. Wenn ihr gerne auch mit dem iPad arbeitet, für den Canvas Workspace gibt es eine Webversion, mit der ihr auf dem iPad arbeiten könnt, aber da habt ihr ein bisschen weniger Funktionalitäten. Beim Cricut Design Space, da gibt es eine spezifische App dafür und da gibt es aber nur einzelne wenige Funktionalitäten, wie zum Beispiel das Offset, was nicht zur Verfügung steht, aber ansonsten ist die App wirklich super zum Nutzen. Für die Cricut Joy, da gibt es zusätzlich noch eine weitere App, die man zum Beispiel fürs Kartenerstellen auch super nutzen kann. Silhouette, da arbeitet ihr mit dem Silhouette Studio. Auch da gibt es eine App, die ist allerdings noch in den Kinderschuhen, sagen wir es mal so. Also das Einzige, was ihr da machen könnt, ist, wenn ihr Projekte vorbereitet habt, um die dann an den Plotter zu übergeben, dafür könnt ihr die App nutzen, aber jetzt nicht groß, um Projekte zu bearbeiten. Thema Vorlagen und Mustersammlung. Beim Canvas Workspace habt ihr eine Mustersammlung, das sind aber sehr wenige Vorlagen, die sind auch gratis und ihr könnt auch weitere kleinere Mustersammlungen dazu kaufen, aber insgesamt ist das eher ein bescheidener Umfang. Bei Cricut, dem Cricut Design Space, da gibt es den Cricut Access, wo ihr, also per se einige Schriften, Bilder und Projekte stehen gratis zur Verfügung. Das heißt, da bekommt ihr zudem auch ein gratis Probeabo, wo ihr das mal testen könnt. Wenn ihr euch dann entscheidet, ob ihr den Cricut
Access haben wollt, das ist ein Abo, was ca. 10 Franken pro Monat ist. Ich kann es wirklich empfehlen, weil die Auswahl ist riesig und damit habt ihr dann auch Zugriff auf Motive, Bilder und aber auch die Schriften von Cricut. Diejenigen Dateien, die ihr nur mit dem Access bekommt, wenn ihr die Übersicht anguckt, dann sind die hier mit diesem A markiert. Bei Silhouette, da gibt es den Silhouette Shop und wenn ihr eine Maschine kauft und die registriert, bei der Portrait waren es 50 Designs, bei der Cameo waren es 100 Design und eine einmalige kleine Gutschrift, das waren glaube ich $25, die ihr da kriegt. Aber ansonsten habt ihr den Shop, wo ihr einzelne Designs dann dazu kaufen könnt. Das heißt, mit dem monatlichen Abo habt ihr eine Gutschrift und die Sachen, die ihr dann kauft, werden einfach von dieser Gutschrift dann abgezogen. Wenn ihr auf den Silhouette Design Store geht, habt ihr hier Abonnemente. Und wenn ihr da draufklickt, dann seht ihr auch die Pläne, die zur Verfügung stehen. Da habt ihr ein Starterpaket für $4,99 und da bekommt ihr einen Credit von quasi 10. Und ein Credit ist quasi $1. Dann bei den Basics sind es rund $10, dann bekommt ihr einen Credit von 25. Deluxe sind $15, da bekommt ihr einen Credit von 50. Premium $20, 150, Diamond $30, 250. Das heißt, ihr seht, je höher ihr geht, desto mehr bekommt ihr auch zusätzlich. Und diese Dollars, damit ihr so ein bisschen seht, was das heißt. Ihr seht im Store drin, viele der Designs sind $1. Es gibt ein paar, die mehr sind, aber tendenziell sind Designs, manchmal gibt es auch Rabatt oder ganze Bundles, aber in der Regel ist es $1. Und das habt ihr dann aber auch immer zur Verfügung, weil ihr das dann in eurer Bibliothek drin habt. Um euch hier noch das vollständige Bild zu zeigen, hier habt ihr im Brother Canvas habt ihr die Mustersammlung. Und da habt ihr eben so einzelne Projekte, die ihr nutzen könnt. Und dann gibt es eben auch weitere Mustersammlungen, wo man einen Code dazu braucht, um die zu aktivieren. Und im Cricut Design Space habt ihr eben hier immer dieses A. Und wenn ihr da draufklickt, dann würdet ihr, ich habe jetzt ein Abo da, deshalb wird das bei mir nicht angezeigt, aber hier würde dann der Preis stehen für das Design. Und bei den Schriften, wenn ihr da eine Schrift auswählt, seht ihr auch hier das A. Und da seht ihr, da habt ihr schon einen relativ hohen Preis. Also die 5 Schweizer Franken für eine Schrift ist schon nicht ohne. Silhouette im Vergleich habt ihr für eine Schriftart $1 und da lohnt es sich dann schon, dieses Abo von 10 Schweizer Franken, glaube ich, sind es, im Monat zu lösen und dann habt ihr eben nicht nur Zugriff auf alle Schriften, sondern dann eben auch auf alle Designs und hier auch auf die Bilder, wo ihr extrem viele Sachen findet. Es ist wirklich immens, was es da alles drin hat. Dann Import und Export von Dateien. Im Canvas Workspace könnt ihr importieren FCM, SVG, DXF, JPEG, PNG, GIF und BMP-Dateien. Und exportieren könnt ihr eigentlich nicht. Ihr habt Datei exportieren, aber das ist nur der Export an den Plotter, was als FMC-Datei exportiert wird. Und die Datei selber wird auf eurem PC als CW-PRI-Datei gespeichert. Cricut, da habt ihr einen Import von SVG, DXF, JPEG, PNG, GIF und BMP-Dateien. Und Export, auch hier, es gibt keine Exportfunktion, die Projekte werden im Cricut Design Space gespeichert. Silhouette, da habt ihr als Import in der Basis Edition JPEG, PNG und BMP-Dateien. Wenn ihr höhere Editions habt, könnt ihr da auch andere Sachen importieren, wie zum Beispiel SVG-Files.
Export und das ist das Grandiose am Silhouette Studio. In der Basisversion gibt es keinen Export, aber mit der Business Edition könnt ihr tatsächlich SVG-Dateien, PDF-Dateien, JPEG, PNG und GSP-Dateien exportieren. Ne? Das Projekt selber könnt ihr auswählen, ob ihr das in der Bibliothek oder auf eurem PC speichert, aber eben ihr könnt eure Sachen dann auch exportieren. Warum das so wichtig ist, zeige ich euch dann am Schluss noch. Dann Form erstellen und Pfade bearbeiten ist auch ein wichtiges Element. Ich hatte euch im vorgängigen Video gesagt, dass es mir persönlich wichtig ist, dass ich auch Sachen bearbeiten kann. Und beim Canvas Workspace ist es so, dass ein großer Umfang an Formen vorhanden ist und eben da könnt ihr mit den Tools auch Pfade bearbeiten und so könnt ihr Formen auch ganz einfach selber zeichnen. Selbst mit dem Text, wenn ihr den in Pfade umwandelt, dann könnt ihr auch da die Pfade weiter bearbeiten. Bei Cricut wenige Basisformen, jetzt hat es gerade einen neuen Release gegeben, wo es ein bisschen mehr Formen gibt, aber auch nur mit dem Cricut Access. Und auf weitere Formen könnt ihr in den Bildern zugreifen, das zeige ich euch gleich noch. Und da, was für mich der größte negative Punkt ist, dass ihr keine Möglichkeit habt, die einzelnen Pfade zu bearbeiten. Silhouette Studio ist halt einfach, man kann es nicht anders sagen, Silhouette Studio ist so das, was wirklich alles kann quasi. Also da findet ihr eigentlich fast nichts, was ihr nicht machen könnt. Da habt ihr einige Basisformen, die da drin sind, aber mit den Tools, die ihr habt, da könnt ihr wunderbar selber auch Pfade erstellen oder Formen erstellen und auch die Texte, wenn ihr die dann in Pfade umwandelt, könnt ihr da die Pfade weiter bearbeiten. Beim Canvas Workspace ist es hier dieses Symbol und da seht ihr, dass ihr hier ganz viele Elemente habt zur Auswahl, mit denen ihr schon mal starten könnt. Aber wenn ich jetzt hier einen Stern einfüge, ein bisschen größer, damit ihr auch ein bisschen besser was seht. Wenn ich da jetzt nochmal draufklicke, dann seht ihr hier diese einzelnen Punkte und das ist der Pfad. Das heißt, ich kann auf einen einzelnen Punkt drauf gehen und den bearbeiten, so wie mir das gefällt. Ne? Eben auch beim Text. Wenn ich dann Text auswähle und dann hier über Bearbeiten, kann ich sagen, in Form umwandeln. Dann ist es kein Text mehr, sondern jetzt habt ihr hier die einzelnen Punkte, die ihr auch bearbeiten könnt. Könnte ich jetzt zum Beispiel den Punkt nehmen, Shift-Taste, den Punkt nehmen und hier zum Beispiel einen langen L machen. Irgend sowas in dem Stil. Ne? Einfach, ihr könnt es wirklich so bearbeiten, wie ihr das gerne möchtet. Im Cricut Design Space habt ihr eben hier die Form. Das sind die kostenlosen, diese wenigen. Und dann habt ihr hier auch neue. Wenn ich jetzt eine der kostenlosen nehme, das einfüge, dann seht ihr, dass ich nirgendwo die Möglichkeit habe, irgendetwas an diesem Pfad zu bearbeiten. Das heißt, ich kann das Element nur so nehmen oder dann mit Beschneiden kann ich Sachen machen, aber nicht den Pfad selber bearbeiten. Dasselbe natürlich auch für die Schriften. Und im Silhouette Studio, da haben wir diese Formen. Wenn ich jetzt diesen Stern nehme und hier sage Punkte bearbeiten, dann kann ich die verändern, ich kann neue Punkte dazufügen, ich kann Pfade auflösen, also hier ganz viele Möglichkeiten, wie ihr Sachen bearbeiten könnt. Und dasselbe dann auch mit den Schriften. Wenn ich hier auf der Schrift die rechte Maustaste auswähle, dann kann ich sagen zu Pfad konvertieren. Dann kann ich die Gruppierung aufheben und dann beim einzelnen Buchstaben sagen Punkt bearbeiten und auch da habe ich dann meine Punkte, die ich bearbeiten kann. Das heißt, wenn ihr wirklich selber Sachen erstellen wollt und zeichnen wollt oder gestalten wollt,
Am besten Silhouette Studio oder dann als Alternative Canvas Workspace, natürlich mit weniger Funktionalitäten als im Silhouette Studio, aber den Cricut Design Space, den würde ich dafür eher nicht empfehlen. Dann das Nachzeichnen, das heißt das Tracing von Bildern, ist im Canvas Workspace möglich, jedoch ist das Tool nicht so gut. Zum Beispiel das Problem, wenn ihr eine PNG-Datei hochladet, die per se eigentlich keinen Hintergrund hat, dann erkennt er das nicht, dass es keinen Hintergrund hat und malt den einfach weiß aus und dann wird das Schneiden dann von Elementen wieder schwierig. Cricut macht das super. Und da könnt ihr das dann auch weiter anpassen jeweils noch. Das heißt, ihr könnt auf Bereiche anklicken und mit dem Radiergummi, zum Beispiel, wenn ihr noch kleine weiße Elemente drin habt, wo der Design Space selber nicht erkannt habt, dann könnt ihr die noch weiter löschen. Beim Silhouette Studio habt ihr ein Tracing Tool, was wirklich super funktioniert. Dann Texte erstellen und bearbeiten. Ihr habt es vorhin schon gesehen, da habe ich jeweils einen Text eingefügt. Hier beim Canvas Workspace, der greift einfach auf eure Systemschriften zu. Die müsst ihr aber importieren und ihr habt nicht allzu viele Textbearbeitungsmöglichkeiten, aber der Text kann zerlegt werden und eben auch in Pfade umgewandelt werden. So geht es dann wieder. Im Cricut Design Space, da habt ihr die Cricut Schriften, aber auch Zugriff auf eure Systemschriften, die müsst ihr importieren und dann habt ihr da diverse Textbearbeitungsmöglichkeiten und was auch gemacht werden kann, ist, dass das Kerning, der Abstand zwischen den Buchstaben, angepasst werden kann. Wenn das nicht reicht, könnt ihr den Text auch in Einzelbuchstaben zerlegen und dann die weiter quasi den Abstand noch ausbessern. Und ihr habt aber hier keine Möglichkeit, die Pfade zu bearbeiten. Silhouette Studio, der greift automatisch auf die Systemschriften zu. Da sind Textbearbeitungsmöglichkeiten vorhanden. Auch das Kerning kann angepasst werden und eben der Text kann auch in Einzelbuchstaben zerlegt werden. Und wenn der Text in Pfade umgewandelt wurde, können die Pfade auch bearbeitet werden. Das habt ihr vorhin gesehen. Und dann habt ihr aber in der Design Edition auch oder ab der Design Edition die Möglichkeit, zum Beispiel Glyphen ganz einfach einzufügen. Beim Broderick Canvas einfach hier auf den Text draufklicken und was schreiben und dann seht ihr, wenn ihr da rausklickt, dass ihr hier die Farbe auswählen könnt, wie groß die Linien sind, was für Linien das sind, welche Schriftart, ob Bold oder also je nachdem, was für die Schrift zur Verfügung steht, ob Italic, Bold, solche Sachen und dann auch der Abstand zwischen den Buchstaben. Das ist so das. Beim Cricut Design Space auf den Text drauf schreiben und dann können wir den kurz ein bisschen größer machen und da seht ihr dann auch die Textbearbeitungsmöglichkeiten von wegen welche Schriftart, Standard, Fett, Kursiv, solche Sachen, Schriftgrad, Sperrsatz, Zeilenabstand, die Ausrichtung, ob das um ein Element herum, wenn ich einen Kreis habe und das um diesen Kreis herum schreiben will, das ist hier möglich und eben auch dann das Ganze in einzelne Buchstaben zu zerteilen. Übrigens das mit dieser Kurve, das ist auch hier möglich, wenn ihr ganz einfach eine Form einfügt. Hier haben wir die Form. Machen wir das ein bisschen größer. Jetzt kann ich die beiden markieren und dann seht ihr, hier wird dieses Zeichen aktiv und da kann ich dann sagen, wo das denn sein soll. Und dann auch entlang des Pfades. Also auch hier habt ihr diese Möglichkeit. Wenn ihr im Silhouette Studio etwas geschrieben habt, dann seht ihr auch hier den Zugriff auf die Schriftart, wie groß, Bold, Italic, unterschrieben, die Ausrichtung. Jo, das sind so die Bearbeitungsmöglichkeiten. Plus ihr habt da noch ein Panel und da könnt ihr auch Zeilenabstand, Zeichenabstand
die Unterscheidung, wenn ihr eben das Kerning, ne, wie nah das sein soll. Und wenn ich von Glyphen rede, dann habt ihr hier ein Panel von Glyphen. Da muss ich jetzt kurz eine Schriftart wählen, die tatsächlich auch Glyphen hat. Zum Beispiel hier die Bertilda-Schrift, da habt ihr, ne, wo ihr so diese Schlaufen habt. Solche Sachen könnt ihr dann wunderbar gleich in diesem Panel einfügen. Das heißt, ihr markiert einfach den Buchstaben und sucht euch den ihr da haben wollt. Nehmen wir ein kleines T mit diesem Schwung und so einfach könnt ihr Glyphen einfügen. Dann Übergabe an die Maschine. Beim Canvas Workspace, da platziert ihr das Element da auf der Matte, wo ihr das geschnitten haben wollt. Und dann müsst ihr aber manuell einstellen, was geschnitten oder was gezeichnet werden soll. Alles, was eingeblendet ist, wird an den Plotter übergeben. Alles, was ausgeblendet ist, wird nicht übergeben. Und ihr müsst dann, also ihr habt keine Möglichkeit, eben ein Material auszuwählen, sondern ihr müsst selber wissen, mit welcher Schnitttiefe ihr welches Material schneiden müsst. Im Cricut Design Space, da habt ihr wirklich eine super Benutzerführung. Das heißt, die Software legt aufgrund der Befehle, das heißt, was schneiden, was zeichnen, was falzen und der Farben fest, wo auf der Matte und auf welcher Matte er das platziert, dass es am materialsparendsten ist. Und das könnt ihr aber immer noch anpassen. Alles, was eingeblendet ist, wird an den Plotter übergeben. Alles, was ausgeblendet ist, wird nicht übergeben. Und das Ganze ist eben auch Workflow unterstützt. Das heißt, es ordnet es auf der Matte an. Dann könnt ihr das Material auswählen. Dann werden euch die Tools angezeigt, die ihr verwenden will. Zum Beispiel automatisches Messer. Und dann wird alles an den Plotter übergeben. Also hier werdet ihr wirklich super durchgeführt. Silhouette, da habt ihr dadurch, dass ihr halt sehr viele Möglichkeiten habt, kann es teilweise auch ein bisschen kompliziert sein, wenn ihr euch nicht gewohnt seid, damit zu arbeiten. Ihr habt diverse Kriterien, aufgrund dessen ihr sagen könnt, wie ihr es an den Plotter übergeben soll. Aufgrund der Ebenen, aufgrund der Farben, aufgrund der Befehle, ne, schneiden, zeichnen, solche Sachen. Und bei dem ist es so, dass alles, was auf dem Arbeitsbereich ist, was da drauf platziert ist oder im Arbeitsbereich auf der Matte platziert ist, das wird in den Plotter übergeben, alles andere nicht. Und hier ist es so, dass ihr ein Material auswählt und darauf basierend gibt es euch dann einen Vorschlag. Das heißt, die Schnitttiefe, die Geschwindigkeit, der Druck, die Anzahl Durchgänge und die könnt ihr dann aber auch immer noch anpassen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel ein Herz und einen Stern. Dem Herz sage ich, es soll zeichnen und der Stern ist auf Schneiden gesetzt. Wenn ich das jetzt an den Plotter übergebe, mache ich ganz einfach Datei exportieren und dann würde es das in den Plotter übergeben und der Plotter selber fragt dann, was willst du jetzt machen? Willst du zuerst schneiden oder willst du zuerst zeichnen? Wenn ihr Zeichnen auswählt, dann nimmt er nur das Herz. Wenn ihr Schneiden macht, dann nimmt er nur den Stern. Wenn ihr eines der Elemente ausgeblendet habt und das übergibt, dann bekommt er auch nur das Herz über. Na, das meine ich. Und natürlich nimmt er auch die Sachen, die hier auf der Schneidematte drauf sind. Das ist ja die Abbildung quasi von eurer Schneidematte. Ne? Da könnt ihr dann auswählen, ich will es genau hier haben und da schneidet er das dann auch genau hier. Das heißt, ihr würdet euer Material dann hier platzieren. Wenn ich das im Cricut Design Space habe, sagen wir auch wieder hier dem Herz, das ist nicht schneiden, sondern das ist ein Stift. Und ihr seht, ich habe keine Abbildung von der Matte. Das wird irgendwo platziert. Das heißt, wenn ich will, dass die genau so nebeneinander zum Beispiel geschnitten werden, muss ich die verbinden. Das ist manchmal ein bisschen tricky noch herauszufinden, wie ich was anordnen muss, damit es das dann auch richtig übergibt. Wenn ich da jetzt nichts mache und die einfach sage, herstelle, dann sortiert er euch die Matten. Und da sagt er hier, ne, das ist mit dem Stift und das hier ist mit dem Schnitt. Selbst wenn ich zum Beispiel etwas rosa habe, was geschnitten wird, das heißt, ich will etwas aus einer rosa Vinylfolie ausschneiden und etwas aus einer blauen, würde er das auf unterschiedliche Matten platzieren,
Ihr könnt hier eben immer noch sagen, Objekt verschieben auf die erste Matte. Dann habe ich nur noch eine Matte. Und da kann ich auch immer noch die dann da platzieren, wo ich die haben will. Ich habe jetzt meinen Plotter gerade nicht aktiv. Wenn ihr da jetzt weitergehen würdet, dann würde der nächste Schritt kommen, wo ihr euch eben nach dem Material fragt und so weiter. Also da wirklich eine super Benutzerführung. Und das war eigentlich auch schon die ganze Übersicht. Ich habe versucht, euch hier wirklich so die wichtigsten Sachen rauszunehmen. Zusammenfassend kann man sagen, ne, der Canvas Workspace, der Brother Canvas Workspace ist relativ intuitiv zu nutzen. Er hat definitiv mehr Möglichkeiten, eigene Designs zu erstellen als im Cricut Design Space, hat aber weniger Benutzerunterstützung. Cricut Design Space, relativ intuitiv zu nutzen, hat eingeschränkte Möglichkeiten, eigene Designs zu erstellen. Das ist mein großer Minuspunkt hier. Der große Pluspunkt ist aber auch gerade für Einsteiger es hat eine sehr hohe Benutzerunterstützung. Das heißt, wenn ihr Einsteiger seid, ist das sicher sehr hilfreich. Silhouette Studio, ich habe es auch zwischendurch schon gesagt, ne, das ist die Software, die wirklich massiv am meisten kann, wo ihr am meisten Möglichkeiten habt. Und dadurch ist es aber auch, ne, je mehr Möglichkeiten ihr habt, desto weniger einfach ist es zu nutzen. Das heißt, es ist nicht ganz intuitiv zu nutzen, aber ihr habt halt einfach sehr viele Möglichkeiten, um eigene Designs zu erstellen oder vorhandene Designs anzupassen und einen riesen Umfang an Funktionalitäten. Jetzt, wenn ich das so hervorhebe, ne, sagt ihr zum Beispiel, ne, ich will jetzt aber den Maker. Ne, du hast im anderen Video gesagt, ne, Cricut, wenn du dich für einen Plotter entscheiden müsstest, würdest du den Cricut Maker nehmen, zusammen mit dem Silhouette Studio. Aber wenn ich mit dem Cricut Maker arbeite, muss ich ja den Cricut Design Space nutzen. Oder wenn ich mit dem Brother Plotter arbeite, muss ich mit dem Canvas Workspace arbeiten. Ja, zur Übergabe der Schnittdateien an den Plotter. Aber wenn ihr die Business Edition habt, und ich habe da auch ein Video dazu gemacht, wo ich das mal gezeigt habe, wenn ihr diese Business Edition habt, dann könnt ihr Designs im Silhouette Studio erstellen, die als SVG-Datei exportieren und dann ganz einfach in den Cricut Design Space oder in den Brother Canvas Workspace importieren und da dann ausplotten. Das heißt, es ist möglich, die Kombi, wenn ihr die Business Edition habt, mit dem Silhouette Studio zu arbeiten und dann aber mit Cricut-Geräten oder mit Brother-Geräten. Einfach nur, damit ich das gesagt habe, ne, da diese Möglichkeit gibt es, wenn ihr eben viel selber machen wollt oder Designs anpassen wollt. So, das war's auch schon. Dieses Video ein bisschen kürzer als das erste Video. Ich hoffe, das hat euch einen guten Überblick über die Unterschiede der einzelnen Softwares gegeben. Wie gesagt, das war nicht mein Ziel, hier ein vollständiges Tutorial zu den einzelnen Softwares zu machen, weil das wäre massiv zu weit gegangen. Die findet ihr auch in meinen anderen Videos auf meinem YouTube-Kanal. Ich hoffe, das war hilfreich für euch und hoffe natürlich, dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald! It was years ago, but how can I forget?